Ohne die Replay-Mod würden Videos langweilig aussehen. Deswegen zeige ich dir, wie man die Mod installiert und richtig anwendet, damit du zum Schluss Kamerafahrten wie diese hier erstellen kannst. Als erstes musst du die Mod herunterladen. Dies kannst du entweder direkt von der Webseite der Hersteller oder bequem über den CurseForge Launcher tun. Ich empfehle immer, den CurseForge Launcher zu verwenden, da das Hinzufügen von Mods hier wesentlich einfacher und schneller ist. Falls du Hilfe bei der Installation und Verwendung des Launchers benötigst, habe ich bereits ein Video dazu erstellt, das du dir vorher gerne ansehen kannst. Wenn du im Launcher bist, geh auf Minecraft und wähle eine deiner Welten aus oder erstelle mit Create Custom Profile ein neues. Klicke auf das Pluszeichen, gib in der Suchleiste Replay Mod ein, klicke auf Hinzufügen und schon kannst du starten. Wenn du den CurseForge Launcher nicht benutzt, gib in der Suchleiste %appdata % ein, geh auf .minecraft, dann auf Mods. Wenn hier der Ordner nicht vorhanden ist, erstelle einfach einen neuen Ordner mit dem Namen Mod, hol dir die vorher heruntergeladene Replay Mod und füge sie hier ein. Zudem brauchst du Fabric oder Forge. Lade es dir einfach herunter und füge es hier ebenfalls bei. Starte Minecraft und klicke auf das Replay-Symbol. Hier findest du eine Liste aller bisher erstellten Replays. Klicke oben rechts auf die Einstellungen und deaktiviere den Aufnahmeindikator, um während der Aufnahme keinen störenden roten Indikator zu haben. Man sieht ihn zwar nicht in der Aufnahme, aber während der Aufnahme. Wenn du wieder im Einzelspieler bist, kannst du oben rechts auswählen, ob die Aufnahme immer automatisch starten soll, wenn du deiner Welt beitrittst. Im Spielmenü kannst du deine Aufnahme starten, stoppen oder pausieren. Ist die Aufnahme abgeschlossen, gehst du wieder zurück ins Hauptmenü und hier kannst du der Aufnahme auch einen Namen geben oder auch direkt löschen. Anschließend kehre zur Replay-Vorschau zurück und trete deiner Aufnahme bei. Jetzt siehst du einmal viele Einstellungen, aber fangen wir mal mit den Basics an. Mit der Taste T kannst du deinen Mauszeiger bewegen und mit der Taste ESC den Bildschirm. Die obere Timeline befasst sich mit der Vorschau. Das heißt, das ist die ganze Timeline, die du vorher aufgenommen hast. Du kannst auch hier starten und stoppen, die Geschwindigkeit ändern oder gleich einen bestimmten Zeitpunkt auswählen. Jetzt zum spannenden Teil, dem Erstellen von Kamerafahrten. Hier siehst du einen Positions-Keyframe und einen Zeit-Keyframe. Das bedeutet, dein Video soll hier starten, dafür setze ich einen Zeit-Keyframe und hier stoppen, wieder einen Zeit-Keyframe. Um die Aufnahme in dieser Position zu starten, setze ich zuerst einen Positions-Keyframe am Anfang und einen weiteren am Ende. Wenn du die Aufnahme abspielst, siehst du deine Kamerafahrt. Inshallah. Du kannst die Wiedergabe auch pausieren mit P und ESC drücken, um die Kamerafahrt visuell als Strecke zu betrachten. Wenn ich eine Perspektive hinzufügen will, wähle ich in meiner Timeline einen Zeitpunkt aus und drücke den Positions-Keyframe. Du kannst auch die Geschwindigkeit beeinflussen, zum Beispiel verwende ich weiter vorne von der Timeline einen Zeit-Keyframe und gleich einen Positions-Keyframe, um es besser zu erkennen, und jetzt schwenkt er zuerst schnell zur zweiten Perspektive und langsam zur dritten. Du kannst auch mit der Taste J und L die Kamera drehen. Wenn ihr unten links auf die Optionen geht, seht ihr auch eine Menge Einstellungen. Zum Beispiel, was ich auch viel verwende, ist die Spielerübersicht. Hier kannst du auswählen, ob du den Spieler siehst. Und du kannst auch mit Doppelklick auf den Namen die Spielerperspektive sehen. Und mit Steuerung kommt er aus dieser Perspektive wieder heraus. Du kannst auch auswählen, ob du diese Timeline sehen willst, mit Pfadforscher umschalten. Oder du kannst mit M auch Marker setzen. Wenn bei euch Replay Mode zu sehr laggt, könnt ihr auch die Quick Mode einstellen. Du kannst Bilder machen, so kann man übrigens auch gute Thumbnails machen. Und wenn du irgendwann auf einmal nichts mehr siehst, dann aktiviere und deaktiviere den Shader einfach.
Das Coole ist, auf diese Weise kannst du interessante Shader oder Texture Packs auswählen und kombinieren und damit krasse Kamerafahrten erstellen, indem du verschiedene Perspektiven und Zeitstellen kombinierst. Mein Tipp ist, nicht zu viel oder überhaupt nur 2 Zeit-Keyframes zu benutzen, da das Video sonst zu unruhig werden könnte. Wenn du mit deiner Kamerafahrt zufrieden bist, kannst du auf das Speichersymbol drücken und hier kann man wieder jede Menge Sachen auswählen. Die beiden lasse ich Default, die Auflösung kommt auf deinen Bildschirm an, welche Auflösung du haben willst oder kannst. Bitrate und Video Framerate bleibt auch Default. Hier kannst du auswählen, wohin die Datei gespeichert werden soll. Diese Einstellungen sind Geschmackssache. Chroma Keying ist übrigens der Greenscreen und die meisten anderen Einstellungen kannst du unverändert lassen. Jetzt nur noch rendern, um dein Video zu erstellen und dann steht das. Hierfür müssen wir FFmpeg installieren. Als erstes müssen wir die Seite öffnen. Dann hier unten auf das Windows-Logo, wenn ihr natürlich Windows benutzt, einen Link drücken und dann die ZIP-Datei herunterladen. Geh in deinen Downloads-Ordner. Hier drückst du Rechtsklick auf Dateien entpacken. Hier suchst du dieser PC und suchst deinen lokalen Datenträger, meistens C, und gehst auf das Plus. Dann auf Programme 86, wieder auf das Plus und auf OK. Suche diese Datei, wenn du wieder auf lokaler Datenträger gehst, auf Programme 86 und hier müsste dein FFmpeg-Ordner sein. Und benennt diese Datei nur in FFmpeg um. Doppelklick auf den Ordner und auf Bin. Hier siehst du ffmpeg.exe. Klicke mit Rechtsklick auf Eigenschaften und kopiere den Speicherort. Wieder zurück bei der Aufnahme, scrollst du runter zu den Befehlszeilen-Einstellungen und drückst auf das X, damit hier Befehl steht. Füge hier den vorher kopierten Speicherort und schreibe noch ffmpeg.exe und finally kannst du auf Rendern drücken und es rendert auch. Ich hoffe, diese Anleitung hat dir geholfen, den Vibe-Mod zu installieren und richtig zu nutzen, um crazy Kamerafahrten für deine Videos zu erstellen. Lass gerne ein Like und ein Abo da, denn das Skript war der Trümmerbruch. Feel like you're on the cloud and you can't sit still when we on the floor.